Sieht dein Zuschnitt oft so aus? Schau mal hier. So sollte eigentlich der perfekte Zuschnitt aussehen. Glatt, sauber, schnell. Aber es gibt sehr viele Fehler, die gemacht werden mit dem Rollschneider und ich zeige euch mal 5 typische Fehler und die Lösung dazu. Heute unterhalten wir uns mal über dieses Tool hier. Ihr wisst, dass ich fast alles mit dem Rollschneider zuschneide und eigentlich sehr selten meine Stoffschere benutze. Die eine oder andere von euch traut sich aber hier leider gar nicht ran, sondern schneidet alles mit der Schere zu. Und ich möchte euch heute dieses tolle Teil einmal richtig vorstellen. Ich bin ein Riesenfan vom Rollschneider, deswegen werde ich euch jetzt erstmal grob einen Umriss geben. Was ist das eigentlich? Was gibt es da für verschiedene Arten? Welche finde ich vielleicht sogar am besten? Und dann zeige ich euch die 5 typischen Fehler und direkt die Lösung dazu. Viel Spaß! Erst einmal gibt es so viele Modelle wie Sand am Meer, dass hier ist jetzt nur meine persönliche Auswahl. Diesen Rollschneider zum Beispiel hatte ich als allererstes, das war mein erster Rollschneider, der hat hier so einen Klappmechanismus. Nur dann kann man die Klinge benutzen, wenn man diesen Griff drückt. Das ist erstmal ganz sicher, aber ich fand es ein bisschen unpraktisch in der Hand liegen. Diesen gelben hier nehme ich aktuell am allerliebsten, den gibt es zum Beispiel auch von Prim. Der hier war bei meiner Schneidematte dabei, den nehme ich aktuell nur zum Basteln. Irgendwie liegt der in meiner Hand auch nicht perfekt. Vielleicht müsst ihr euch da wirklich mal ein bisschen durchprobieren. Also mein Tipp erstmal zum bequemen Zuschnitt. Sucht euch erstmal ein Modell, das ihr gut für eure Hand findet. Das ist ganz wichtig, dass es bequem ist, weil wenn ihr wirklich viel Zuschnitt machen müsst, dann sollte es bequem liegen. Wenn ihr den Rollschneider öffnet, also hier habt ihr einen Schiebemechanismus, um ihn zu öffnen, dann könnt ihr die Klinge freilegen. Diese Klinge müsst ihr dann auch regelmäßig wechseln, weil sie stumpf wird. Es gibt eine Faustregel, wenn ihr 2 bis 3 Mal die Woche zuschneidet, solltet ihr auch alle 2 bis 3 Monate eure Klinge einmal wechseln. Ich verlinke euch mal die Klingen, die ich wirklich gut finde und die ich wirklich gerne benutze. Ich habe nämlich wirklich schon viele Klingen ausprobiert. Jetzt möchte ich euch aber mal zeigen, wie ihr den Rollschneider perfekt benutzen könnt. Und da kommen wir gleich mal zu Problem Nummer 1. Nämlich, die Klinge ist schmutzig oder stumpf. Schaut mal, wie schmutzig meine Klinge ist. Also wenn euer Rollschneider nur noch so schneidet und immer irgendwie Reste lässt, obwohl ihr ja schon eigentlich sonst alles richtig macht, dann liegt es wohl oder übel an der Klinge, nicht am Rollschneider an sich. Schaut mal, man sieht bei dieser Klinge hier die Stoffreste bzw. die ganzen Fussel, die da dran hängen und eben auch Scharten. Aber ihr müsst diese Klinge nicht gleich wegwerfen. Ihr könntet so einen Rollschneider, wenn ihr zum Beispiel 2 habt, auch noch für Papierzuschnitt nehmen. Hier sieht man es auch sehr gut. Also ich versuche gerade zuzuschneiden und sehe aber, dass es nicht so richtig passt. Das ist euer Zeichen. Ihr solltet euch mal die Klinge anschauen und vielleicht einmal aufschrauben. Bei den meisten Rollschneidern müsst ihr jetzt 2 Rädchen ein bisschen lockern. Das ist einmal vorne und hinten in der Regel. Und meistens sind das auch diese Rädchen, an denen ihr einstellt, wie schwer oder leicht die Klinge rollen soll. Also ich halte hier einmal fest und rechts an der Schraube wird gedreht. Versucht euch zu merken, wie euer Rollschneider zusammengebaut wird, denn oft könnte man es sonst falsch zusammenbauen und dann funktioniert er ja wieder nicht und ärgert euch dann wieder ein bisschen. Sobald ihr alles aufgeschraubt habt, kommt euch hier die Klinge auch direkt entgegen, aber Achtung, die ist immer noch scharf, ihr könnt euch immer noch schneiden. Also bei meiner Klinge sieht man jetzt super viel Staub, das ist ganz feiner Staub, der kommt vom Stoff, vom Zuschnitt, der setzt sich im Rollschneider fest und sitzt auch an der Klinge und sorgt natürlich auch dafür, dass sie nicht mehr so scharfkantig ist. Hier unten, wenn ihr richtig genau schaut, seht ihr auch so ein bisschen Scharten sogar. Also die Klinge hat wirklich genug geleistet und die ist jetzt wirklich fertig. Wusstet ihr eigentlich, dass diese kleinen Zahlen hier in Zentimetern angegeben sind und ihr damit mit dem Rollschneider auch messen könnt? Ich fasse übrigens meistens meine Klinge mit einem Stoffrest an, weil ich wirklich Angst habe, mich zu schneiden. Meistens nehme ich sie genau so und versuche sie auch gut zu verpacken, wenn ich sie in den Müll werfe, damit sich niemand dran schneiden kann. Wenn ich mir eine neue Klinge rausnehme und die kleben oft sehr doll zusammen, weil die mit Öl zusammengehalten werden, beziehungsweise mit Öl ein bisschen geschmiert sind, dann könnt ihr zum Beispiel auch einen Nahtauftrenner nehmen, um die ein bisschen auseinanderzunehmen. Achtung, nehmt bitte immer nur eine Klinge. Manchmal kleben die so doll zusammen, dass man gar nicht merkt, dass man eigentlich 2 Klingen in seinem Rollschneider integriert hat. Schaut mal, wie doll die zusammengeklebt haben. Wenn ihr dann also eine habt und traut euch nicht, die anzufassen, dann fädelt die gerne zum Beispiel mit diesem Nahtauftrenner einfach da drüber, denn durch diese Lochöffnung könnt ihr die auch ein bisschen fädeln.
gar kein Problem. Jetzt baue ich meinen Rollschneider einmal wieder zusammen und dann hat er schon seine neue Klinge. Also wie gesagt, versucht euch immer zu merken, wie der Rollschneider auseinander oder zusammengebaut wird. Tatsächlich weiß ich zum Beispiel nie, wie rum diese Schraube hier kommt und oft schaue ich dann nochmal aufs Foto. Jetzt drehen wir alles wieder zusammen und dann ist es natürlich auch wichtig, wieder einzustellen, wie stark oder leicht eben diese Klinge zum Rollen sein soll. Und das erledige ich dann einfach ein bisschen mit Ausprobieren. Also man kann dann immer noch ein bisschen an diesem Drehrad drehen, je nachdem auch wie leicht es aufgeht oder zugeht, da merkt man es auch schon einigermaßen. Und dann ist der Rollschneider wie neu. Lasst gerne das Öl einfach dran, das müsst ihr nicht reinigen, dann schmiert es einfach ein bisschen besser und das schont auch eure Klinge. Mein Test an einem Stoffrest zeigt, dass die Klinge jetzt wie Butter wieder durchgleitet. Sie ist wieder so richtig scharf und ich muss auch gar nicht so viel Druck aufwenden. Perfekt also. Wechsel gelungen. Und wo wir doch gerade über Druck sprechen, der Druck und auch der Winkel, wie man den Rollschneider hält, sind super wichtig. Wenn ihr den also so ein bisschen schräg haltet, zu euch hin oder von euch weg, dann wird er nicht durch den Stoff ordentlich schneiden können. Dann wird es nur die Hälfte vielleicht ungefähr schneiden. Schaut mal, wenn ich so rumhalte, auch nicht viel besser, schneidet auch nicht so richtig gut, sondern wenn er so schräg ist, dann wird er nicht richtig schneiden, weil ja die richtig scharfe Seite genau unten ist. Das heißt, ihr müsst immer wunderbar gerade halten, dann wird euer Rollschneider auch perfekt schneiden. Ihr solltet nicht zu viel und nicht zu wenig Druck aufgeben. Nur gerade so viel, dass der Stoff schneidet. Probiert das gerne einmal an Resten aus oder an Resten von eurem Zuschnitt. Dann könnt ihr nämlich genau den Stoff, den ihr auch für euer Projekt verwendet, mal benutzen und das mal ausprobieren, wie viel Druck ihr aufwenden solltet. Wenn ihr die Klinge einstellen wollt, dann macht ihr das über dieses Rädchen. Auch die hilft nochmal dabei, dass es ein bisschen leichter vielleicht von der Hand geht, wenn sich die Klinge ein bisschen leichter dreht. Probiert das alles mal aus, so wie es euch passt. Das könnte bei jedem Rollschneider und jeder Person unterschiedlich sein. Ein mögliches Hilfsmittel ist hierbei auch so ein Quilting-Lineal, denn daran müsst ihr ja euren Rollschneider gerade halten. Wichtig ist aber, dass ihr nicht in dieses Lineal reinschneidet. Erstens bekommt euer Lineal dadurch auch Scharten und auch euer Rollschneider bzw. die Klinge von Rollschneider werden beschädigt. Also immer schön gerade lang am Quilting-Lineal, das hilft. Was auch wichtig ist, ist natürlich die perfekte Schneidematte. Ihr solltet natürlich eine Schneidematte unterlegen, wenn ihr den Rollschneider benutzt, sonst beschädigt ihr eure Möbel und den Rollschneider. Also so eine große Schneidematte, wie ich die hier habe, ist perfekt, wenn ihr Kleidung schneidert. So eine kleine reicht zum Beispiel für Quilting auch aus oder wenn ihr eher kleine Projekte näht oder für Babys, reicht die auch noch gerade so aus. Diese Schneidematte hier ist zum Beispiel recht alt und hat schon richtig tiefe Scharten. Die macht den Rollschneider eher stumpf, deswegen benutze ich die nur noch für meinen Rollschneider. Das macht aber genauso viel Spaß und funktioniert genauso gut. Auch wenn ihr jetzt zum Beispiel so eine zu kleine Schneidematte benutzt und vielleicht drüber hinaus schneidet, schneidet ihr nicht nur in eure Möbel rein, sondern der Stoff wird am Ende auch nicht perfekt geschnitten sein. Wenn ich hier also einmal entlang schneide über diese Kante, dann schneidet es grundsätzlich diese Kante nicht. Das ist super ärgerlich und bringt euch ja irgendwie auch nichts, wenn ihr den Stoff die ganze Zeit hin und her schieben müsst. Übrigens könnt ihr auch Knipse mit dem Rollschneider schneiden. Nehmt dafür euren Stoff einfach an der Stelle, an der ihr den Knips setzen wollt, doppelt und schneidet schräg eine Ecke innerhalb der Nahtzugabe ab. Und schon habt ihr hier diesen wunderschönen Knips. Der nächste Fehler, den viele machen, ist, dass der Stoff rutschig ist und wegrutscht beim Zuschneiden. Das zeige ich euch diesmal mal mit der Kleinklinge. Also hier sieht man sehr schön, dass der Jersey sich genau vor der Klinge wellt. Und das bringt natürlich die Klinge dazu, ein bisschen schief zu schneiden. Jetzt habe ich hier so eine doofe Ecke in meinem Zuschnitt. Schaut mal, hier oben ist dann eine Ecke entstanden, die gar nicht da sein sollte. Sollte euch das auch passieren, dann hilft euch natürlich das Fixieren vom Stoff, zum Beispiel mit so einem Quilting-Lineal oder wenn ihr mit der Klinge immer so ein bisschen vor und zurück wippt. Denn auch dann kann es sein, dass ihr einfach den Stoff schön locker liegen lassen könnt und gerade schneidet. Zusätzlich helfen natürlich auch noch solche Nähgewichte. Damit könnt ihr euer Schnittmuster fixieren und dann am Schnittmuster direkt entlang zuschneiden.
Jetzt kommt eigentlich der allerwichtigste Teil dieses Videos. Ihr solltet auf gar keinen Fall die Klinge offen liegen lassen. Das ist wirklich wichtig. Ja, ich schneide jetzt mal schnell noch was zu und dann schmeiße ich da meine Klinge hin, beziehungsweise meinen Rollschneider hin, weil ich muss ja noch einen anderen benutzen oder jetzt suche ich die Schere. Das ist ein riesiger Fehler. Also auf jeden Fall solltet ihr immer zumachen, denn sonst passieren Unfälle. Mein Rollschneider ist schärfer als jede Klinge, die ich in der Küche habe. Der ist wirklich super scharf, also lasst den nie offen liegen. Schließt immer eure Rollschneider mit diesem Klickmechanismus. Hier gibt es zum Beispiel eine Verriegelung, die man zumachen kann. Das ist wirklich ein Handgriff, der nicht mal eine Sekunde dauert, kann aber wirklich große Unfälle verhindern. Der ja zum Beispiel wirklich den Mechanismus, dass er gar nicht von alleine aufgehen kann. Und dann haben wir ja noch diesen blauen hier, da kann man sogar eine Sperre anmachen, damit man den gar nicht bedienen kann. Nur wenn die offen ist, kann man den Rollschneider bedienen, während man unten diesen Hebel drückt. Finde ich auch richtig sicher. Also dieser gelbe und dieser schwarze, die ich eigentlich am allerliebsten benutze, sind eher die unsicheren Varianten. Dieser rote und auch der türkise sind dabei wirklich die eher sicheren Varianten. Wenn euch das genauso wichtig ist wie mir, fangt ihr vielleicht lieber erstmal mit so einem Rollschneider an. Denn stellt euch mal vor, ein Kind sitzt bei euch am Basteltisch und bastelt was und sucht eigentlich nur eine Schere, damit es mal was abschneiden kann oder so und geht zu eurem Nähtisch. Dort liegen offen eure Rollschneider rum und das ist eine riesige Gefahr. Ich schneide zum Beispiel meine Schnittmuster auch auf dem Boden mit dem Beamer aus, denn das Kurzstreckenbeam funktioniert bei mir nicht so gut, also ich muss auf dem Boden zuschneiden und das mache ich natürlich auch mit einem Rollschneider. Auch hier ist absolute Vorsicht geboten, denn stellt euch mal vor, so ein offener Rollschneider würde auf dem Boden liegen. Wenn man da drauf tritt, hat man sofort einen super tiefen Schnitt im Fuß und das will ja wirklich niemand. Also das muss nicht mal Kinder treffen, das können auch eure Haustiere sein, die an den Rollschneider rankommen. Also seid gewarnt, macht immer diesen kleinen Mini-Move und macht die zu. Dann habe ich für euch noch jetzt einen Extra-Tipp mitgebracht. Und zwar ist das eigentlich eher ein Tipp, etwas nicht zu kaufen. Und zwar habe ich hier diesen Mini-Rollschneider von Primlove. Und den fand ich am Anfang mal richtig gut, weil man damit wirklich gut Ecken schneiden kann. Musste aber feststellen, dass man hier die Klinge nicht wechseln kann. Man kann nicht einstellen, wie doll der Rollschneider eingestellt ist. Und es ist einfach ein Wegwerfprodukt. Das ist ein Einweg-Rollschneider. Das ist wirklich verrückt, dass es sowas überhaupt gibt. Deshalb möchte ich euch bitten, Rollschneider zu kaufen, bei denen ihr die Klingen wechseln könnt, schon allein, weil das nachhaltiger ist. Ich hoffe, ich konnte euch jetzt den Rollschneider so richtig schmackhaft machen. Benutzt ihr den Rollschneider oder nur die Schere oder beides in Kombination, so wie es bei mir im Nähzimmer ist? Das würde ich gerne mal von euch wissen. Kommentiert gerne unten, lasst ein Abo da und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut!